Pläne auf Borodeng wieder? Das kann ich dir nicht sagen, weil das Update ja dann kommt. Und ich weiß nicht, was in dem Update enthalten ist. Kann mir mehr sagen, wo man sieht, wie viel Blockrate man hat? Taste H, Details und dann Nahkampf- und Fernkampfabwehr ist deine Blockrate. Werde ich den neuen Dungeon dann auch mal machen, Sakori? Mit dir? Denk schon. Das grundsätzliche Problem ist halt, wenn man dann wieder auf Borodeng spielt. Das ist ja auch der Grund, warum der FEC doch relativ viele Gegner hat. Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, wieso hat überhaupt irgendjemand was gegen den FEC, so rein objektiv. Aber das Problem ist halt so vom Ding her, vor allem bezogen auf die neuen Waffen, also auf das ultra teure Equipment, und das sind ja immer die Waffen. Welchen großartigen Sinn hat es, sich auf Borodeng wirklich das neue Zeug zu kaufen? Also mal angenommen, das Update kommt spätestens einen Monat nach FEC-Ende, also noch vor Dezember. Dann ist ja nur maximal 6 Monate, wahrscheinlich, bis zum nächsten FEC, auf dem du das Zeug dann im Verhältnis wieder viel leichter bekommen kannst. Vor allem, wenn du den Serverstart gut ausnutzen kannst. Ich meine, viel hängt immer vom Serverstart ab auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, welchen großartigen Sinn hat es, dass du dir auf Borodeng die Mühe machst, die Items zu kaufen? Und nicht nur kannst du sie dort leichter, in Anführungszeichen, leichter erspielen, also je nachdem. Weil für gewöhnlich schon, also die Waffen sind auf jeden Fall günstiger auf FEC im Schnitt. Und dann ist ja nicht nur so, dass du sie dort günstiger bekommst, sondern auch noch die goldene Version. Also, ich meine, davon musst du zumindest ausgehen, dass es auch von den Behemoth-Waffen dann goldene geben wird auf dem FEC. Und die sind ja dann auch wieder besser. Also sie sind günstiger und besser. Und auf Borodeng, wenn das Update ganz frisch ist, also wirklich ein paar Wochen alt, kannst du sie dir eh nicht leisten. Also es ergibt ja auch keinen Sinn. Warum soll ich zum Beispiel jetzt für ein Jojo... Was wird das erste Behemoth-Jojo auf Borodeng kosten? Das wird wahrscheinlich 50 bis 100.000 F-Coin kosten oder so. Selbst auf dem FEC-Server, die ersten Dosage Christie Jojos haben 30.000 gekostet. Also Behemoth auf Borodeng wird safe auch Minimum 30 bis 50.000 kosten. Und wie gesagt, welchen Sinn hat das, wenn ich weiß, ich meine gut, ich spiele dann zwar wahrscheinlich keinen Jester mehr auf dem nächsten FEC, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, egal was ich spiele, auf dem nächsten FEC kriege ich es leichter und günstiger und dann auch noch besser. Also, es ist schwierig. Schwierig. Also, kann ich dir nicht sagen, was das Ziel sein wird. Also ich meine, irgendwas wird man schon kaufen oder machen können, wollen, werden. Aber das weiß ich jetzt ja nicht. Ich weiß ja nicht, was das Update genau enthält. Aber zumindest jetzt auf das teuerste Equipment bezogen. Und wie gesagt, das werden zu 99%iger Wahrscheinlichkeit wieder wie immer die Waffen sein, was immer die Waffen sind, die mit Abstand das teuerste sind. Da denke ich auf jeden Fall, dass ich da nichts großartig machen werde. Es sei denn, dadurch, dass man sie craften kann oder so, sind sie dann vielleicht günstiger oder leichter zu bekommen oder so. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Party Skills Noodle. Und ich hoffe, sie haben ihr Stonehand beim... Ihr Ringmaster! Noodle! Noodle! Die Nudelrolle! Wo ist die Nudelrolle? No, wir sind alle tot. Wir sind tot. Jetzt fehlt das zweite Merkaba für Stunts. No.
Der Nudelheimer hat uns alle umgebracht. Tod leben, Tod leben, Tod leben. And he's dead. Told you. Shit, 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 shit. Hat da, glaube ich, einfach nicht jeder Bock, bis Max zu ziehen, um zu farmen. Glaube ich, je mehr FECs, umso weniger Interesse. Wenn du auf Boroding farmen kannst, wieso auf FEC neu anfangen? Weil es leichter, günstiger und besser ist. Die Argumente dafür habe ich schon geliefert. Leichter, günstiger, besser. Oh, Mist. Günstiger und leichter ist im Verhältnis zu starten zu dem, was du bereits hast. Im Verhältnis zu setzen zu dem, was du bereits hast. Ist für mich leichter so zu farmen, als von null anzufangen und dann da zu farmen. Ja gut, aber das ist deine persönliche Meinung. Und das andere sind objektive Fakten. Und wie gesagt, eines der objektiven Argumente ist besser, dass du hier komplett außen vor lässt. Günstiger, leichter und besser. Du zahlst weniger für ein besseres Item. Dem schenkst du die wenigste Beachtung, habe ich das Gefühl, aber dabei ist es das wichtigste Argument. Uff. Das ist schon klar, wenn ich das aktuell farmen kann, aber auch keine Kosten und deutlich weniger Zeitaufwand. Ja, das ist an für sich schon richtig. Aber wenn du es so siehst, warum spielt dann überhaupt irgendjemand auf dem FEC-Server? Aber es spielen die allermeisten Leute auf dem FEC-Server. Also, es zwingt dich ja keiner dort zu spielen. Aber genauso wenig kann dich irgendjemand dazu zwingen, dass du auf Borodeng, na du Sagas Crystal Eggs, die jetzt by the way immer noch 1000 Euro kostet, umgerechnet, auf Borodeng, zu kaufen, wenn du auf dem FEC-Server einen cleanen Start hast, einen Serverstart, den du ausnutzen kannst, und wenn du da richtig viel Zeit investierst, kannst du damit im Verhältnis relativ wenig Zeitaufwand dir dieses 1000 Euro Item for free erspielen. Und nicht nur, dass es dir dann for free erspielt, statt 1000 Euro dafür auszugeben, auch wenn du Ingame-Währung benutzen würdest, geht es wahrscheinlich trotzdem schneller bei dem Serverstart. Und das Item ist dann, wie gesagt, auch noch besser. Also, das ergibt schon sehr viel Sinn, sonst wird es ja keiner machen. Weil wenn es objektiv überhaupt keinen Sinn ergeben würde, dann wären die FECs nicht so beliebt. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil offensichtlich spielt hier niemand wegen dem PvP-Tournament, da daran ja kaum jemand teilnimmt. Am PvE-Tournament nehmen auch nicht allzu viele Leute teil. Also das sind auf jeden Fall nicht die Gründe, warum hier irgendjemand spielt. Und dann kann ja eigentlich nur noch der Grund sein, dass du dir hier die Hoffnung machst, alles leichter, günstiger und schneller zu bekommen, als du es jemals auf den Main-Servern schaffen würdest. Plus, man kann sich halt ultra schnell neue Charakter hochziehen, was auf den normalen Servern auch wieder viel länger dauern würde. Also es gibt mehr als genug Argumente dafür. Und entsprechend wird das nächstes Mal auch wieder so sein.